Hallo Leute. Ey, ihr seht glaube ich schon, wo ich bin, oder? Also, ich werde mir heute ein eigenes Spiel machen. Also erstmal geht das so. Ich mache einen neuen YouTube-Tab und Square. Deutsch. Das ist Chrome für. Warte mal, ich habe 3D gemacht. 2D. Amazon Heimat unschlagbare Angebote. Finde täglich tausende tolle Angebote auf Amazon. Tolles Gefühl, wenn ich in den Spiegel gucke. Retinol Boost Plus. Ich merke schon richtig Verbesserungen. Die macht mir ein. A moving and jumping player is the foundation of every platformer. And some of you have asked me if I could make a simple tutorial about player movement with Unity's old input system. So let's boot up Unity and see where the magic happens. I set up a small demo scene with some platforms, and each one of them has a sprite renderer and a box collider 2D. I also created some folders and imported my player sprite as well as a simple square for my platforms. Okay, let's create an empty game object called player and reset its position, rotation and scale. Next, we add a sprite renderer to our Also. Ich mache jetzt 2D Object. Ich habe gesagt 2D Object. Mache ein Square. Scale diesen Square zu einer Plattform. Dann mache ich mir auf 2D Objects Sprites einen weiteren Square, vor dem ich dann das hier resette und weiter geht's. Our player and select our player sprite. Sprite renderer. To be affected by Unity's built-in physics engine, Gar keine Ahnung, wo du gerade bist und wo du diesen Player raus. Sprites. Was sind denn meine Sprites? Ich habe keine Ahnung. Suche mit ersten Assets. Wie gehe ich jetzt auf Assets? Was zum Fick hat der für eine Vorbereitung? Glaube ich, mache den zum Player. Ja, Digga, ich habe hier ja. our player needs a rigid body 2D and a box. Ein Add Component. Ein Rigid Body 2D. Ja. Collider 2D. Ja, Box Collider, Digga, das kenne ich ja schon. Das habe ich ja schon im Tutorial gesehen, dass ich komplett gefehlt habe. Ja, Box Collider 2D. Ja, dann Box Collider 2D Bühne. Box Collider 2D. Yay. I like to increase the gravity scale a little bit, but that's entirely up to you. Okay, Gravity Scale. Ich mach das mal auf 3. Afterwards, we set the collision detection to continuous, the sleeping mode to never.
sleep and the interpolation to interpolate. We don't want our player's rotation to be affected by physics, so make sure to check freeze rotation. Let's create another empty game object called groundcheck as a child of our player and position it right at Let's create another empty game object called groundcheck as a child of our Create. Was zum Fick hast du da gerade gedrückt? Let's create another empty game object called groundcheck as a Create empty. Bam. Ground. child of our player and position it right at our Ground check. player's feet. Now it's time to give our player the ability to move and jump. Let's add a script to our player and open it up. Move. First of all, we need 4 private variables. A float for the horizontal input, So Leute. Jetzt mangelt es aber bei mir. Schaut euch das mal an. Was zum Fe- Ich habe keine Ahnung, was das ist oder ob das funktionieren wird hiermit. Aber er hat auf jeden Fall was ganz anderes. a float for the speed, horizontal input, Also hat das unter Public Class Player Movement. Mono Behavior. Private Float Horizontal. float for the speed, First of all, we need 4 private variables. A float for the horizontal input, Public Class Player Movement. Public Class Move. Also er drückt so. Und dann edit er. Private Float Horizontal. Bam. a float for the speed, Speed. Acht F. a float for the jumping power, and the boolean that Noch ein Private Float
Jumping. Power gleich 16F. Keine Ahnung. Indicates whether our player is facing left or right. Private Ball. Private. Bull is facing right. Facing right. Gleich true. Next, we need 3 serialized fields to reference the rigid body, the ground check and the ground layer. Aha! Okay, dann mach ich halt jetzt. In Klammern einmal Syria. I see. Filed. Private. Rigid body. Judy. RB Bam. Private. Transform. Ground. Check. Private. Layer. Mask. We're going to add the Ground layer. Ground layer. ground layer later in Unity. In the update method, we parse the return value of Void update. Horizontal gleich of input.getAxis raw horizontal into our horizontal variable. what the fuck gleich input dot get axis raw in Klammern horizontal. Ey Leute, falls ihr das hier habt, könnt ihr mir bitte sagen, wie man das Ding hier bekommt? Horizontal. Dann.
This returns a value of either -1, 0 or +1 depending on the direction we are moving. In the fixed update method, we set the x component of our rigid body's velocity to our horizontal input. Private void fixed update. Private void fixed update. Update in Klammern. RB dot Velo City gleich new Vektor 2 in Klammern horizontal Speed, RB dot, keine Ahnung, nein, ich meinte erst das hier und dann keine Ahnung. Nein. Doch. Put multiplied by our speed value. Au, oder auch nicht. RB dot Velocity. Velocity. Punkt, keine Ahnung. Let's create a private method called flip. Private void flip. Keine Ahnung. So, if is facing right is true and our horizontal input is less than 0, if Klammern is facing right. Oh. Hä? Hä? Wie mache ich das? Was zum Film? And. Oder wie? Nein. Aha. Horizontal. Klammer. 0, or if Bumm. So, das nächste Problem. Wie finde ich jetzt das? Bam, 0. F. Oh. if is facing right is Das false nächste and our horizontal Kriege ich so viele Probleme mit viel zu dummen und unnötigen Zeichen. Ich werde das nicht finden. Ich sag's euch so, wie es ist.
Das habe ich noch nie gesehen. Ich sehe das so oft. Das schreiben zum Beispiel Exploiter. Oder wie, hier vielleicht. Na? Ich sehe das, aber ich kriege es nicht. Es ist auf meinem Keyboard. Ja. Wupp. Joink. Bum, bam. Den, wupp. Oh, Ding. Ho. Ich brech zusammen und gehe kaputt. Was ist das hier für eine Scheiße? Was drücke ich denn? Das schon mal nicht. And horizontal 0F. 2 dieser merkwürdigen Zeichen, die ich auf meinem Keyboard sehe, aber an die ich nicht drankomme. Könnt ihr mir bitte sagen, wie man das hier macht? Bitte. Windows und das hier, Alt und das 1 und das hier. Okay, Bruder, chill. Wie macht man das bei... Wie macht man diese Zeichen, die unter sind? Wie macht man die? Das ist ja kein iPad, auf dem ich einfach so nach unten scrollen kann. Ja, das ist es auf jeden Fall nicht. 0 F. Weißt du was? Bam. Speichern. Bam. Beenden. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann lädt das Ganze wieder. Und wenn ich das Ding jetzt starte. Ja. Ja, Junge. Das ist ein großes RIP. AcidMove.cs. Ja, Digga, ich habe viel zu viele Arrows. Soll ich das machen? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Arrows. Digga, das mit einem eigenen Spiel wird so nix. Nö, wird so nix. Sag ich euch so, wie es ist. Scheiß drauf.